Gut, kommen wir zum Schluss Richtung Ausblick. Ich nehme mal die Brücke oder ich lege die Brücke mal folgendermaßen aus. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben über das Interview, was Mark Benioff mit Yahoo Finance gehalten hat oder beziehungsweise Yahoo Finance mit ihm gehalten hat. Und da hat er ausgegeben Slack First. Das heißt, so, ich sage mal in wenigen Worten, er möchte, dass natürlich seine Produktstruktur innerhalb von der Salesforce-Produktgruppe rund um Slack gestrickt wird. Das heißt aber auch in seinen Worten, dass die Firma selbst sozusagen sich organisatorisch auf dieses Thema Kollaboration viel stärker ausrichtet. Quasi hat er damit so ein bisschen die Roadmap vorgegeben. Wie ist da habt ihr eine Meinung zu dieser Slack-First-Strategie, beziehungsweise wie ist da eure eigene Roadmap für Cursor, für CRS? In welche Richtung entwickelt ihr euch da weiter? Also für uns ist wichtig, dass wir da eine bestimmte Offenheit halt nach wie vor haben. Also dass wir uns nicht nur auf ein Produkt konzentrieren. Wir haben jetzt, sagen wir mal, aufgrund der Verbreitung mit Teams gestartet, aber wir sind auch schon im Gespräch mit anderen Collaboration-Tools-Anbietern, wo wir das entsprechend mit aufgreifen. Was ganz interessant ist, natürlich die Informationstransparenz innerhalb des CRM-Systems ist eine wichtige Komponente, die auch wieder auf die Akzeptanz der Anwender einzahlt. Und da haben wir schon auch im System selber Funktionalitäten eingebaut, die das unterstützen. Zum Beispiel so eine Kommentar- und Aktivitätenkachel, mit der dann halt auch Chat-Funktionalitäten und andere Möglichkeiten um einen bestimmten Datensatz herum stattfinden können. Und da orientiert man sich daran, aber was jetzt, sagen wir mal, die Technologie angeht, werden wir nicht das komplett funktional abbilden, sondern da werden wir dann halt auch auf die entsprechenden Integrationen von anderen Tools abzielen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, Markus? Also ich habe jetzt gerade überlegt, also über die Marktbegleiter zu sprechen, ist immer so ein Thema. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, es war schon nicht wenig Geld, ja, das man da ausgegeben hat. Ich glaube fast 28 Milliarden Dollar. 28 Milliarden Dollar, ja. 27,7, glaube ich. Ja, genau. Aber um die da 300 muss ich das in den Mittelpunkt stellen, ne? Also wenn ich das Geld ausgebe. Ich will so ein paar Punkte mal aufgreifen. Also für uns, Andreas hat einiges gesagt, das kann ich einfach bestätigen. Du musst schauen, welche Möglichkeiten du heute schon hast. Und da bieten wir auch schon ganz, ganz viel, wo ich sage, das unterstützen Anwender, da unterstützt es so als Stream, als Notizen dazu, Zeitstempel, ich kann das alles verfolgen. Das ist das eine. Das andere ist die Offenheit des Teams. Ein Beispiel, aber viele sagen, ich will mit Zoom arbeiten, ich will mit und arbeiten. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich würde diese Offenheit jetzt in den Mittelpunkt stellen. Und der nächste für uns, weil man dann natürlich auch so einen Blick nach vorne hat, ist ein Thema, da arbeiten wir schon dran. Das wird für uns auch so eins der nächsten großen Aspekte, ist unser V-Network, ein digital souveränes eine Plattform in dem Sinne, soziale Kanal, wo man auch sagt, Mensch, da kann ich zu Kunden kommunizieren, da kann ich untereinander kommunizieren, da kann ich richtige Channels wiederum machen. Und das ist etwas, wo ich sage, somit sind wir breit aufgestellt. Ich kann das direkt aus dem Hause CRS machen, als digital souveränes Portal in meinen Produkten integriert. Ich kann das für meinen Kunden anbieten. Ich kann da viel, viel mehr noch machen. Aber ich habe auch die Freiheit, wenn ich jetzt auf Teams setze, ein bisschen andere Richtung, oder auf Zoom, dass ich dieses nutzen kann. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzlicher Aspekt, dass wir da schauen, Mensch, was ist für unsere Kunden das Wichtigste und nicht, was die anderen machen, nur weil die jetzt halt im Prinzip in diese Richtung sich ganz klar fokussieren und positionieren, finde ich immer wichtig, die Breite auch zu haben. Natürlich hier und da auch die Tiefe. Aber du hast vorhin auch eins gesagt, man muss sich manchmal auch entscheiden, in welche Richtung man geht. Und ich glaube, das Wichtige ist, mit den Kunden auch da nah dran zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Entscheidung, wir gehen hier hin, du hast aber gleichzeitig die Offenheit hier. Und ich glaube, da sind wir auch als Anbieter hier in Deutschland ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, ich finde es immer wichtig, auch zu wissen, wo meine Daten sind, wer Zugriff darauf hat. Das so DSGVO-konform, da leben wir doch in Europa ein bisschen ein anderer Werte aus meiner Sicht, und da würde ich immer als Unternehmen auch noch drauf schauen. Deswegen vieles abgebildet mit unserem V-Network, neues Portal, also Entschuldigung, neue Plattform in die Richtung, haben wir, glaube ich, da ganz gut passende Antwort für unsere Kunden. Super. Nee, also ich glaube, also für mich war das wirklich eine ganz erfrischende Diskussion mit euch beiden, weil wir haben einen schönen Streifzug durch viele Schwerpunkte geschafft.
auch noch ein paar Sachen aufgenommen, die wir gar nicht vorbereitet hatten. Insofern finde ich das sowieso immer sehr spannend, mit euch zu diskutieren. Herzlichen Dank an meiner Stelle. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr noch ein Schlusswort habt, gerne einfach nochmal an die Hörer, an die Zuschauer sagen. Und ansonsten sage ich schon mal vorab ein erstes Dankeschön an dich, Andreas, und ein zweites Dankeschön an dich, Markus, dass ihr euch da diese Dreiviertelstunde bereit erklärt habt, dieses Interview mitzumachen. Ich sage jetzt mal, Andreas, hast du als erster sozusagen noch ein Schlusswort von deiner Seite? Ja, also erstmal, Georg, vielen Dank, dass du mich zu dem Interview eingeladen hast. Jetzt gerade, sagen wir mal, in Zeiten Nachwirkung der Pandemie, die Präsenzveranstaltungen fangen ja so langsam wieder an, dass man auch wieder vor Ort gehen kann. Aber gerade die Möglichkeit jetzt hier, das in so einem kleinen Kreis und dann in der Öffentlichkeit bereitzustellen, ist, finde ich, eine gute Vorgehensweise. Tatsächlich, wir freuen uns auf unseren CRM-Kongress am 8. und 9. September am Standort in Gießen. Ist tatsächlich eine Präsenzveranstaltung mit einem Hybridformat. Sicher ist sicher. Aber da werden natürlich viele Innovationen vorgestellt. Mike Partner aus unserem Partnermanagement stellen dort die Lösung vor. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere auf Basis dieses Interviews Interesse gefunden hat und sagt, Mensch, das schaue ich mir mal vor Ort an oder online oder kommt auf uns zu. Den Link zur Anmeldung packen wir mit rein in den Artikel. Perfekt. Sehr schön. Also auch ganz lieben Dank, Georg, aber auch gerade an dich, Andreas, dass wir so offen hier sprechen können. Es hat es richtig Spaß gemacht, auch so diese Impulse mitzunehmen und auch zu leben, also zu erkennen, dass es auch ähnlich und irgendwo auch sympathisch ist, dass man auch Marktbegleiter sein kann, aber in verschiedenen Segmenten. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir hier mit den Standorten hier in Deutschland auch, glaube ich, uns ganz, ganz gut tut. Wir haben auch jetzt die nächsten Veranstaltungen. Bei uns ist im September unser Partnertag, das ist eher geschlossene Community. Am 28.10. werden wir unser CRM XM Digital Forum haben. Bis dahin findet man das bei uns auch auf der crs.de Webseite. Ist noch ein bisschen weiterhin, deswegen der Link noch ein bisschen später. Ich möchte vielleicht noch einen Impuls, das vielleicht für alle gilt, mitnehmen. Ich denke, wenn man jetzt in der Situation ist, zu sagen, okay, was kann ich gerade tun, um mein CRM weiterzuentwickeln, sich einfach mal in die Sicht eines Kunden, eines Interessenten versetzen und einfach mal schauen, sich mal selbst besuchen, sich mal selbst anrufen, einfach mal so typische Prozesse mal selbst durchzuspielen. Das weckt manchmal auf. Das schadet nie. Ja? Es wirkt Wunder. Das ist immer wieder gut, so wenn man sagt, ich bin ja schon hier unterwegs. Wenn man jetzt an der Überlegung ist, ein CRM einzusetzen, da finde ich, das sollten wir uns auf jeden Fall anschauen. Gemeinsam mit unseren Partnern, glaube ich, können wir ganz gute Lösungen bieten. Gilt natürlich auch für die Kollegen Görser. In dem Fall spreche ich jetzt ein bisschen mehr für CRS. Und ich glaube, eins ist immer wichtig, man entscheidet ja auch mit Bauch und mit Nase, mit Gefühl. Und es ist wichtig, dass man auf Augenhöhe den Gegenüber hat und dann natürlich die technischen Aspekte, Hygienefaktoren abprüfen. Ich glaube, da bieten wir hier alle sehr, sehr tolle Lösungen. Und das wäre so mein Impuls zu sagen, auch einfach mal, wie ist der Partner gegenüber, wie passt es menschlich und was ist, wenn es mal nicht läuft, wen könnte ich dann ansprechen und diese Nachhaltigkeit wiederum, ich glaube, das können wir alle hier sehr, sehr gut bieten. Und das wäre so mein Impuls nochmal, da zu schauen, Mensch, mit wem möchte ich da? Freuen wir uns über viele Kontakte. Ansonsten, mir hat es richtig Spaß gemacht und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag, Abend, wann auch immer man es anschaut. Also ich kann ja, Markus, das muss ich jetzt noch sagen, beziehungsweise Andreas, du hast die Vorlage gegeben. Ich sage mal, aufgrund von Sympathiepunkten möchte ich mich nicht zwischen euch entscheiden müssen, sondern ich würde euch beide nehmen. Also von daher sage ich dir herzlichen Dank an euch beide nochmal und vielen Dank und alles Gute. So machen wir das. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.